Ich habe super viele Nachrichten von euch bekommen zu meinem Abnahmevideo. Erstmal danke dafür. Und ganz oft habt ihr gefragt, kannst du vielleicht Gerichte teilen, die dir geholfen haben? Und ich habe lange darüber nachgedacht, gab es Gerichte, die mir geholfen haben? Bin dann durch meine Instagram-Story der letzten 18 Monate gegangen und habe festgestellt, es gab einige Gerichte, die mir geholfen haben, die ich jetzt länger nicht gemacht habe, aber am Anfang sehr oft. Und meine besten Snack-Rezepte, die ich so zwischendurch gegessen habe, wenn ich einen süßen Zahn hatte oder sonst irgendwas, die teile ich jetzt mit dir. Also viel Spaß, und wenn ich die Instagram-Story gefunden habe, dann blende ich dir das auch irgendwo ein, damit du weißt, dass es auch wirklich so war. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. So, der Einkauf hat übrigens 24,47 € gekostet, ist also vollkommen im Rahmen, und wir haben noch 25 € bis Sonntag. Somit habe ich aber auch schon eingekauft für Frühstück und Abendessen, also ist das völlig okay. Wir werden nichts verschwenden, nichts wegschmeißen, nur falls da jemand Angst hat. Was ich fast immer gegessen habe bei meiner Abnahme, fast jeden Tag und jetzt seit einem halben Jahr, glaube ich nicht mehr, vielleicht weil es mir zu viel wurde, sind Waffeln. Ich habe jeden Morgen zum Frühstück Waffeln gemacht, sodass meine Kollegin schon gefragt hat, kannst du mir bitte das Rezept schicken? Ich möchte morgens auch Waffeln essen. Waffeln ist irgendwie für mich so ein, also ich liebe sowieso süßes Frühstück, und Waffeln war für mich so ein Wohlfühlessen. Das kann man natürlich nur machen, wenn man auch Zeit hat, weil das braucht ein bisschen Zeit. Aber ich war ja sehr lange im Homeoffice und hatte somit die Zeit und habe dann in meiner Pause Waffeln gebacken. Jetzt machen wir zusammen Waffeln. Ich möchte noch eins sagen, und zwar sind da natürlich immer Produkte drin, wo jemand von euch vielleicht sagen würde, dieses Produkt ist jetzt nicht gesund. Zum Beispiel irgendwelche Zuckerersatzstoffe oder vielleicht Margarine oder irgendwas. Aber ich sage immer, Fett sein ist auch nicht gesund. Und das beziehe ich jetzt nur auf mich. Wenn jemand sich wohlfühlt und damit leben kann und will, ist das für mich alles okay, weil das geht hier nur um mich. Und ich finde immer, die Dosis macht das Gift. Also wenn ich jetzt nicht jeden Tag 5 Kilo Süßstoff in mich reinklopp oder 500 Gramm Margarine am Tag esse, was ich natürlich nicht esse, dann ist das alles in Ordnung. Und ich habe für mich entschieden, ich möchte lieber so abnehmen, genau, als anders. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, und das finde ich geht manchmal in so Diätgesprächen so ein bisschen unter, vielleicht mit Menschen, die jetzt kein Struggle mit dem Gewicht haben. Und ich glaube, viele von euch, die Struggle mit dem Gewicht haben, können das vielleicht nachempfinden, dass mir nicht geholfen war, wenn jemand gesagt hat, also wenn du abends eine Tüte Chips essen möchtest, dann mach dir doch einfach Rohkost mit Quark. Nein, ich möchte eine Tüte Chips, ich möchte kein Rohkost mit Quark. Ich habe 30 Jahre kein Rohkost mit Quark gemocht und will das jetzt erst recht nicht. Also ich finde, das hilft halt einem nicht wirklich. Auch wenn jemand sagt, auch wenn du was Süßes möchtest, dann isst doch einfach einen Apfel. Ich möchte aber was Süßes. Also ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt oder nachvollziehen könnt, aber das war für mich, dass ich Gerichte finden musste, die mich irgendwie befriedigen und die mich glücklich machen und wo ich sage, das kann ich essen anstatt einer Tafel Schokolade oder so. Und deswegen ist das vielleicht auch nicht mega gesund, aber es ist schon mal viel gesünder, als würde ich morgens, ich sag mal, eine Schale Cerealien mit super viel Zucker essen. So ist mein Empfinden. Das entscheidet auch, wie immer, jeder für sich selber. Und jetzt machen wir Waffeln. Viel Spaß. So, du brauchst für die Waffeln 130 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver. Und ich habe das immer direkt für 2 Tage gemacht und habe die Hälfte dann in den Kühlschrank gestellt. 100 Gramm Skier, ein Ei, 25 Gramm Halbfettmargarine, 100 Milliliter Sprudel. Unsere Sprudelmaschine geht nicht mehr, weil Lidl keine Patronen mehr hatte. Die waren wohl ausverkauft, weil es so heiß war. Und ein Süßungsmittel deiner Wahl. Ich habe jetzt Erythrit genommen, du kannst aber genauso gut eine Banane reindrücken. Ich mag jetzt diesen bananigen Geschmack nicht so gerne, von daher ist das jetzt nicht so was für mich. Du kannst auch versuchen, das mal ohne Süßungsmittel zu nehmen oder du nimmst ein bisschen Ahornsirup. Mach einfach, wie du möchtest. Also
Ich glaube, wenn du nur so ein ganz kleines bisschen nimmst, dann ist das jetzt auch nicht so dramatisch. Genau, auf jeden Fall habe ich immer Erythrit genommen. Jetzt wird das einfach alles zusammengemischt, die Hälfte davon genommen. Aus der Hälfte backen wir jetzt Waffeln, die andere Hälfte tun wir in den Kühlschrank für morgen früh. Ja, und das war es auch schon. Kein Hexenwerk. Bis gleich. Sieht gut aus. Sieht aus wie immer morgens. Was ich dann dazu immer gegessen habe, waren 25 Gramm Light Sprühsahne. Das kennt auch meine Yasio-App schon. Die weiß ganz genau, dass ich das immer gegessen habe. Und manchmal, wenn ich ganz viel Zeit hatte und Bock, dann habe ich mir noch so einen Apfelkompott dazu gemacht. Einfach einen Apfel klein schneiden in einen Topf mit ganz bisschen Wasser und ein bisschen, ja, irgendein Süßungsmittel, was du möchtest. Und manchmal kann man auch noch Zimt reinmachen, kannst auch mit Birne machen und das dann einfach noch daneben. Das war auch immer super lecker. Also, ich warte noch ein bisschen. So, ich habe mir jetzt noch einen Kaffee dazu genommen und während meiner ganzen Ernährungsumstellung habe ich fast alles auf Mandelmilch umgestellt. Nur im Kaffee, da mag ich das nicht. Da mag ich nur Hafermilch. Nur so zur Information. So, jetzt gebe ich dir noch die Nährwertangaben. Und zwar hat die Hälfte des Teiges, also diese 2, die ich jetzt esse, ich muss mal eben hier auf meinen schlauen Zettel gucken, damit ich nichts Falsches sage, 315 Kalorien, 53 Gramm Kohlenhydrate, 15 Gramm Protein und 7,5 Gramm Fett. Ich finde, das ist völlig in Ordnung. Der Proteingehalt könnte natürlich höher sein, aber mir war es super wichtig, dass mir das auch schmeckt. Also ich habe jetzt nichts davon, wenn ich morgens einen Salat esse, wo ich keinen Hunger drauf habe oder den ich nicht möchte. Früher war das so, als ich doch sehr übergewichtig war, dass ich abends ins Bett gegangen bin und mich morgens schon aufs Frühstück gefreut habe. Wenn ich darüber nachdenke, weiß ich auch nicht, was da passiert ist, aber es war nun mal so. Genau, auf das Frühstück kann man sich auch freuen und ich mache jetzt um 13 Uhr ein kleines Frühstück und wir sehen uns später. Machen wir heute, was ich auch immer gerne gegessen habe, Wraps. Und zwar brauchst du einfach so einen Wrap. Und ich habe mal die Nährwerte der Protein-Wraps verglichen und der Vollkorn und das lohnt sich überhaupt nicht. Also es reicht, wenn du die Vollkorn-Wraps kaufst, die sind nämlich auch viel günstiger. Ich habe einfach so einen Wrap genommen, der hat, glaube ich, 180 Kalorien, der eine. Das habe ich immer gegessen. Das habe ich, glaube ich, nicht so oft fotografiert, weil das nicht hübsch aussieht. Das wirst du auch gleich sehen, dass das nicht hübsch aussieht. Ich drehe dich jetzt mal um und zeige dir, was wir noch brauchen. Und dann geht das ratzi-fatzi und schmeckt super lecker. Auf jeden Fall brauchst du das hier. Tomatenmark, Putenbrust, bisschen Gratin-Leitkäse. Den habe ich auch immer abgewogen und ein Gewürz deiner Wahl. Und das war's schon. Und jetzt basteln wir den eben zusammen und dann kommt er in den Airfryer. Und das war's auch dann schon. So, ich freue mich jetzt richtig auf das Frühstück. Ich zeige es dir nochmal. Also einen habe ich schon halb gegessen. Genau, ich sage dir noch die Nährwerte. Und zwar hat der ganze Wrap 377 Kalorien bei 13,3 Gramm Fett, 35,5 Gramm Kohlenhydrate und 27,8 Gramm Eiweiß. Dazu habe ich mir jetzt noch so einen Protein-Eiskaffee gemacht. Das musst du natürlich nicht machen. Ich trinke den aber gerne und bin so auch pappensatt bis heute Nachmittag. Und der hat nochmal 160 Kalorien, also bin ich jetzt beim Frühstück bei 537 Kalorien.
Ich versuche immer so beim Frühstück 500, beim Mittagessen 500 und abends fahre ich dann langsam runter. Da habe ich ein mega Rezept, was ich abends immer esse. Ich brauche immer sowas wie so einen Seelenwärmer. Und da mache ich mir immer so einen 500 Milliliter Pudding. Vielleicht zeige ich dir den heute Abend. So, jetzt zeige ich dir meinen Nummer 1 Snack, den ich wirklich ständig gegessen habe, wenn ich abends noch Hunger hatte, aber kaum noch Kalorien. Und zwar brauchst du dafür Mandelmilch, Puddingpulver und ein Süßungsmittel deiner Wahl. Das habe ich von einer von euch bekommen und das passt am besten zu diesem Pudding, weil das Karamell ist. Und das machen wir jetzt und das ist so lecker und hat irgendwie 150 Kalorien, also Wahnsinn. Let's go. So, den Pudding, den bereitest du jetzt einfach so zu, wie es auf der Packung steht. Also die 400 Milliliter Milch aufkochen, 100 Milliliter mit dem Zuckerersatz, den du dir ausgewählt hast, und dem Päckchen verrühren. Und sobald das hier kocht, von der Herdplatte nehmen und das einrühren. Und das war es auch schon. So, ich habe das jetzt immer noch mit TK, dafür brauchte ich immer die TK-Himbeeren. Das habe ich immer noch damit getoppt. Und dann habe ich immer noch Schokotropfen reingemacht, 10 Gramm, also auch die habe ich immer abgewogen. Oder ich habe mir so ein bisschen ich habe ja gestern auch so eine Schokolade gekauft. Moment. Habe ich immer so 10 Gramm davon genommen, das einfach klein gehackt, so für ein bisschen noch anderen Geschmack. Man kann einfach so viel davon essen, diese ganze Schale, und wenn das noch warm ist und es ist kühl draußen, dann ist es einfach so toll. Der ganze Pudding hat 129 Kalorien mit Mandelmilch, ne? Ich habe das jetzt extra für dich ausgerechnet. 129 Kalorien, 9 Gramm Fett, 6,3 Gramm Kohlenhydrate und 5,1 Gramm Eiweiß. Ist jetzt nicht eine Eiweißbombe. Manchmal, also man kann sich auch reinrühren noch Skier, dann wird das natürlich noch mehr Masse und bekommt mehr Eiweiß. Oder Magerquark, aber ich mache das nicht. Ich liebe das so, ich könnte das jetzt so wegessen. Und dann esse ich auch die ganze Schale. Ich sag mal für 129 Kalorien. Es kommt dann noch ein bisschen Kalorien dazu, wenn du natürlich Schokolade reinmachst, aber auch minimal, ne? Und die Himbeeren habe ich nie gezählt. Also da habe ich 5 gerade sein lassen. 100 Gramm von den Himbeeren haben 46 Kalorien. Also da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das waren keine 100 Gramm, die ich mir da reingemacht habe. Von daher, das fand ich der beste Snack. Ich zeige dir gleich noch einen Snack, den ich auch richtig, richtig lecker fand. Bis gleich. Für den nächsten Snack brauchst du 220 Gramm Magerquark, 70 Milliliter Creme Fin zum Aufschlagen, 20 Gramm Smacks, dafür habe ich einmal Smacks gekauft, und 15 Gramm Schokolade, also ich habe hier diese 73-prozentige genommen, und dann noch ein Süßungsmittel deiner Wahl. Ich habe jetzt wieder das genommen, das habe ich ja geschenkt bekommen. Du kannst aber auch alles andere nehmen, was du möchtest. Zuerst vermengst du jetzt einmal das Süßungsmittel mit dem Magerquark und schlägst den schön, also rührst den so glatt. Das mache ich jetzt mal eben. So, und jetzt das einmal aufschlagen. So, Stunden später,
Das wird jetzt unter die Quarkmasse gehoben und dann schön glatt streichen. Das mache ich jetzt mal eben. Jetzt einfach die Smacks darauf verteilen. 20 Gramm. So, du weißt nicht, wie gern ich das jetzt essen würde, aber Paul hat gefragt, ob er das haben darf. Also darf er das natürlich haben. Ich kann mir das auch nochmal machen, weil die Zutaten habe ich, glaube ich, sogar noch alle. Ich gebe dir jetzt noch eben die Nährwerte davon. Und zwar, die ganze Bowl hat 434 Kalorien, 30 Gramm Eiweiß, 33,5 Gramm Kohlenhydrate und 20,7 Gramm Fett. Genau. Das waren meine Favorite Snacks, die ich während meiner Abnahme gegessen habe. Ja, ich könnte die alle jeden Tag essen. Also die haben mir alle super geschmeckt. Deswegen habe ich sie dir jetzt einmal abgefilmt. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich versuche auf diesem Kanal so, nur damit du mal so ein bisschen Bescheid weißt, so ein Ding zu machen, was einfach mich betrifft. Also ich liebe Minimalismus, ich habe abgenommen, ich versuche zu sparen, um meine Schulden zu bezahlen und all das wird in diesem Kanal behandelt. Also nicht, dass du dich wunderst, dass jetzt vielleicht nur noch Abnehmen-Content kommt. Das wurde halt gefragt, deswegen mache ich das jetzt. Es wurden noch andere Sachen gefragt. Ich möchte mich noch bedanken bei Brigitte und bei... ich kann nicht mehr sprechen, es tut mir leid. Die Spülmaschine. Bei Brigitte und bei Annette, ihr habt was in die Kaffeekasse eingezahlt, dafür bin ich sehr dankbar. Das hilft mir alles ungemein und ich danke euch von Herzen, wirklich. Dann möchte ich mich noch bei Christina bedanken. Christina hat mir das ja alles zugeschickt. Christina, ich danke dir von Herzen. Das ist wirklich super süß und dann auch noch ein kleiner Brief dabei. Vielen Dank. Und dann hat mich noch etwas erreicht von der Michaela und zwar hat sie mich gefragt, ob ich mir so Finanzbücher von ihr ausleihen möchte, da sie ganz viele hat. Und da habe ich mir jetzt eins ausgeliehen von ihr, was sie natürlich zurückbekommt, wenn ich es fertig gelesen habe. Und zwar das hier. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Ich werde aber darüber berichten. Das werde ich also lesen, liebe Michaela. Ich danke dir von Herzen. Ich bin schon ganz gespannt, was drin steht. Am Sonntag gibt es ein Minimalismus-Video und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag.